Ich bin heute hier, um Solidarität zu zeigen und einfach auch da zu sein und nicht zu schweigen und nicht zuzuschauen, wie unschuldige Menschen getötet werden. Es kann doch nicht sein, dass die Menschen auf der Seite als Menschen behandelt werden und die andere Seite werden nicht als Menschen oder Menschen zweite Kategorie. Was denkst du über die Rolle, die die deutsche Regierung hier spielt in dem Konflikt? Naja, das Problem ist, dass sie halt einfach sehr zu wegschauen und das macht uns halt sauer. Nicht nur wegschauen. Also wegschauen zum Ich Teil. finde nicht nur, dass die nicht nur wegschauen, sondern ich finde, dass wir deswegen eine Verantwortung darin haben, hier das ganz klar deutlich zu machen, dass wir anscheinend dagegen sind, dass nochmal sich etwas wiederholt, was wir in unserer Geschichte schon mal hatten. Und deswegen verstehen wir hier auch für Frieden und nicht dafür, dass irgendwelche Juden oder irgendwelche Leute aufgrund von irgendeiner Religion benachteiligt werden. Und wir sehen, genau das wird an den Palästinensern angetan. Und wir Deutschen sollten genau das, was wir gelernt haben aus unserer eigenen Geschichte, dagegen stellen und deswegen sagen, nie wieder und das aber auch so meinen. Ich habe Videos gesehen, wie Rabbis angegriffen worden sind von israelischen PolizistInnen und zu Boden geschlagen wurden, die halt gesagt haben, dass der Genozid gestoppt gehört. Und diese Regierung, die ihre eigenen Menschen zu Boden drückt, kann einfach nicht für Gleichberechtigung stehen, für gar nichts. Und jeder weiß, bevor Netanyahu an die Macht gekommen ist, wusste jeder, dass es eine rechte Partei ist. Und das wurde hier auch in den deutschen Medien dargestellt und jetzt auf einmal, wo er an der Macht ist, jetzt ist er nicht mehr rechts und jetzt alles, was man gegen ihn sagt, ist direkt antisemitisch. Wir verurteilen den Völkermord Israels an den Palästinensern auf das Schärfste. Und wir verurteilen die Komplizenschaft der imperialistischen Mächte und allen voran Deutschlands. Alle Regierungs- und Oppositionsparteien, von der Ampel bis hin zur Linkspartei und zur rechtsextremen AfD, haben sich hinter Netanyahu und seine rechtsextreme Regierung gestellt und ihr einen Freibrief ausgestellt, das Massaker an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza zu begehen. Das ist ein Kriegsverbrechen, das ist Genozid, das ist Massaker. Was anderes kann man nicht sagen. Das ist einfach Massaker. Die Menschen sind da hilflos, keine Medizin, alles wird gebombt. Die Kinder werden operiert ohne Anästhesie. Können Sie sich das mal vorstellen? Es sind bereits 5000 Kinder ermordet worden. Das ist Genozid. Meine Meinungsfreiheit leidet hier und ich finde es nicht richtig, dass ich nicht mich dagegen aussprechen kann, ohne direkt irgendwie denunziert zu werden als Antisemitin. Und unsere Meinung ist nicht antisemitisch darin, dass wir sagen, wir wollen Frieden für die Menschen in Palästina, für die Menschen hier. Und in dem Sinne finde ich das einfach sehr falsch. Ich finde, das nimmt einen ganz eigentlich eher eine beunruhigende Richtung ein, weil wenn wir jetzt schon wieder damit anfangen, unsere Meinung stilllegen zu wollen, dadurch, dass es hier irgendwie scheinbar dann Hass also auf diesen Protesten irgendwie verbreitet werden soll, das ist einfach falsch. Dann hört uns doch bitte einfach zu, hört zu, was wir sagen, hört zu, dass wir für Frieden sind. Was denkst du über die Vorwürfe, die Regierung und Medien machen, dass diese Proteste hier antisemitisch seien? Lächerlich. Einfach lächerlich. Also wir haben ja hier in Deutschland sowieso schon eine ganz komische Definition von Antisemitismus, dass schon die reine Kritik am Staat Israel als Antisemitismus gelten kann. Und es ist ein Verbot der Meinungsfreiheit. Und ich war bei allen Demos auch zum 75. Tag der Nakba, die aufgelöst wurde, gewaltvoll, wo auch Juden verhaftet wurden. Das hatte meiner Meinung nach überhaupt nichts mit Antisemitismus zu tun, sondern es ist einfach schon nahezu an einem Gewaltstaat, der seine Sachen durchdrücken will. Und es ist der Gipfel der Provokation, wenn Politik und Medien diese Verbrechen mit dem Verweis auf den Holocaust und den Kampf gegen Antisemitismus unterstützen. Und wenn sie mit der gleichen Argumentation jede Solidaritätsbekundung mit den Palästinensern kriminalisieren. Wir verurteilen das. Ich habe da ja das Gefühl, dass hier das wichtige Gedenken an den Holocaust, an den Vernichtungskrieg instrumentalisiert wird, um eine Politik der deutschen Regierung durchzusetzen, die überall wieder militärisch aktiv wird, ihre Interessen militärisch vertreten will, im Nahen Osten, in Russland, in der Ukraine und so weiter. Und wenn ich Habeck reden höre, nehme ich ihm nicht ab, dass er besorgt ist über den Holocaust. Nein, der ist nicht besorgt über den Holocaust. Keiner von denen macht sich hier Sorgen über Judenhass oder irgendwas. Hier ist gerade, glaube ich, Rassismus gegen Antisemitismus. So versuchen sie es irgendwie,
Und ich glaube nicht, dass das Habeck oder wie sie alle heißen, auch pro Ukraine sind oder pro irgendwas. Ich glaube einfach, dass Ausländer hier raus sollen, laut denen, egal ob das jetzt Juden oder Jüdinnen sind, ob das jetzt UkrainerInnen sind oder PalästinenserInnen. Ich glaube einfach, dass sie es hier wieder gern schön deutsch hätten und eigentlich in der Zeit jetzt nicht Sonntag die Uhr zurückgestellt haben, 1 Stunde, sondern bis 1933. Ja. Und das rechtfertigen Sie auch noch mit dem Gedenken des Holocaust sozusagen. Das ist ja das Perfide. Ja, genau, absolut, genau. So wird es verkauft und so wird es auch in den Medien weiter verbreitet und es ist absolut eine einseitige Berichterstattung und deshalb stehen wir hier. Wenn man das einfach mal in einem ganz großen Weltbild sich anguckt, dann sieht man, dass da eine ganz andere, dass die Position der westlichen Regierung irgendwie doch sorgnisprägend dafür ist, dass da eigentlich wieder ganz viel Destabilisierung im Nahen Osten produziert wird mit unseren Waffen, mit unserem Support, mit dem Regierungssupport, den die halt haben in Israel. Und ich sehe die Gefahr auf jeden Fall. Ich sehe, dass das schon seit längerer Zeit ein sehr, sehr großes Ziel ist. Es gibt Menschen in dieser Welt, die halt von Krieg profitieren. Und diese Menschen haben leider die größte Macht in der Welt. Das heißt, die Völker, keiner ist für Kriegerweiterung oder keiner ist sowieso für Krieg. Aber es gibt Menschen, die meisten, sage ich mal so, Wirtschaft und die größte Profit von Kriegen profitieren. Die haben Interesse daran, dass es immer so dort wie Feuer, damit sie ihre Waffen verkaufen, damit sie die Erdressourcen von dort nehmen können und. Weil sonst, ich frage mal jetzt so ganz blöd, Gazastreifen, ist es ja 360 Quadratkilometer. Das ist nicht mal so wie, was ist das? Das ist so 3-4 Bezirke von Berlin. Kann doch nicht sein, dass so wegen einem kleinen Streifen Flugzeugträger von da, Soldaten. Es sind nicht wir Menschen, die gegen den Frieden stehen, sondern es sind oftmals Propaganda, es sind Meinungen von Regierungen, es sind Lobbyismus, es ist Geld, es ist Imperialismus und der zeigt sich gerade sehr, 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 sehr deutlich. Es ist die herrschende Klasse, die wieder an ihre faschistischen Traditionen anknüpft. Völkermord, Rassismus gegen Migranten und Flüchtlinge, Diktatur im Inneren, das ist, was hier die herrschende Klasse wieder macht. Wir müssen kriegstüchtig werden und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen. Das sind die Worte von Verteidigungsminister Pistorius gewesen vor einigen Tagen. Das ist eine ernste Warnung, aber sie schafft auch Klarheit. Fast 8 Jahrzehnte nach dem Untergang des Dritten Reichs geht die herrschende Klasse in Deutschland wieder offen dazu über, sich als Kriegsmacht zu gerieren und sich auf große Kriege vorzubereiten. Wir verurteilen auch das aufs Schärfste und wir warnen. Deutschland und den anderen imperialistischen Mächten geht es nicht nur um die Zerstörung Gazas, sondern um die Kontrolle des gesamten Nahen und Mittleren Ostens und die Neuaufteilung der Welt. In der Ukraine führen die NATO-Mächte Krieg gegen die Atommacht Russland und stützen sich dabei auf rechtsextreme Kräfte. Und nun eröffnen sie mit dem Genozid in Gaza eine zweite Front in einem sich rasch entwickelnden Dritten Weltkrieg. Wie kann man das lösen? Wie kann man den Genozid stoppen? Wie kann man einen Frieden schaffen? Wir haben nicht viele Möglichkeiten, das zu stoppen. Wir sind leider sowieso alle nicht befugt, das irgendwie leider zu stoppen. Aber man kann immer wieder in den sozialen Medien die Sachen teilen. Es ist jetzt einfach die Zeit, dass soziale Medien halt einfach unser Medium sind. Und dass man die Sachen teilt, dass wir weiter protestieren, auf Demos gehen, dass wir verschiedene Dinge auch einfach boykottieren und immer wieder den Mund aufmachen, die Leute ansprechen, den Leuten sagen, wie es wirklich aussieht und die Meinung wirklich vertreten und vertreten und vertreten. Ja, wir glauben, dass eigentlich die einzige soziale Kraft, die wirklich in der Lage ist, diesen Genozid zu stoppen und diesen ganzen, weil es ist ja nicht nur Israel, Palästina. Es ist ja wirklich, die wollen die ganze Region wieder in Brand stecken, so wie sie es schon gemacht haben in den Kriegen gegen Irak, gegen Syrien, gegen Libyen, gegen Afghanistan und so weiter. Und wenn wir das stoppen wollen, dann geht das nur mit einer wirklich internationalen Bewegung der Arbeiterklasse, der breiten Masse, die das nicht zulässt und die dem Kapitalismus, der Wurzel dieses Problems, den Kampf ansagt. Absolut. Stoppt den Völkermord in Gaza! Nie wieder Faschismus, nie wieder Militarismus und Krieg! Schluss mit Ungleichheit und kapitalistischer Ausbeutung. Für einen politischen Generalstreik und die Einheit der israelischen, palästinensischen, europäischen und der internationalen Arbeiterklasse. Für soziale Gleichheit und Sozialismus.